Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kinospaziergang. Heute möchte ich etwas zeigen über die Firma Zeiss-Ikon, und zwar die Contax 3. Es geht um das Jahr 1936. Und 1936 waren natürlich 4 große Veranstaltungen in Deutschland. 1936 waren die Sommer-Olympische Spiele in Berlin, die Winter-Olympiade in Garmisch-Partenkirchen. In Deutschland war das große Autorennen und dann etwas nicht Sportliches, aber für die Fotografen sehr interessant, ist der Agfa-Farbfilm präsentiert worden. Diese großen Ereignisse, Winterolympiade und Sommerolympiade, war natürlich eine sehr große Werbeträger für die Hitlerstadt. Sie bräuchten gute Aufnahmen für Propagandazwecke und sie wollten weltweit zeigen, was man alles kann. Es ist natürlich logisch, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders war, dass die Industrie ein bisschen unter Druck gesetzt wurde, passende Kameras und das passende Filmmaterial zu präsentieren. Diese Contax 3, römisch 3, ist die dritte Contax aus einer Reihe. Die 1er und die 2er waren zwar gleich gebaut, aber ohne Belichtungsmesser. Weil hier ist zum ersten Mal, das ist die erste Kamera der Welt mit einem fix eingebauten Belichtungsmesser. Und die Sensation war die Optik. Sie hat einen Verschluss bis zum 1250. Sekunde. Das war bis dato nicht möglich. Und das ist logisch jetzt, dass mit dieser Kamera tolle Sportaufnahmen machen kann und der Welt präsentieren kann, wie groß der Nazi-Staat ist. Das Format ist 24×36, also Kleinbildfilm, und die Optiken, die waren alle Zeiss-Ikon Sonar. Und diese Sonar-Optiken waren sehr gute Optiken für Sport- und Reportageaufnahmen. Die Kamera war blitzsynchronisiert und der Filmtransport war natürlich gekuppelt mit dem Verschluss. Also es war eine Doppelbelichtung nicht möglich. Es hat eine sehr große Anzahl von sehr guten Objektive und mit dieser Kamera, das sind wirklich weltweit wunderschöne Aufnahmen entstanden. Das war die Kleinbildkamera der 36er Jahre, weil parallel dazu gibt es auch einmal diese Reporterkameras von Rolei, aber mit Format 6×6. Aber zurück zu dieser Kamera. Die Optik ist versenkbar und die Belichtungsmesser auch. Und so ist die Kamera relativ klein, aber dafür sehr schwer. Als Ergänzung dazu hat natürlich auch ein Blitzgerät. Und dieses Blitzgerät ist ein österreichisches Erzeugnis und das heißt Sonyboy. Für die Jüngeren, die sich nicht so gut informiert sind, möchte ich sagen, diese Blitzbirne, das war einmal zu verwenden. Einmal blitzen, war die Birne kaputt, zum Wegwerfen. Also, das war nicht hintereinander möglich, mehrere Aufnahmen zu machen. Bei diesen Autorennen, wo der Silberpfeil damals von Mercedes das Rennen gemacht hat, sind genauso gute und viele Aufnahmen entstanden. Und das war alles von Zeiss-Ikon Contax, die eigentlich weiterhin eine Geschichte gemacht hat bis im Jahr 2000, wo die Firma Yashica Contax aus dem Programm geworfen hat. Aber das hier ist eine ganz andere Geschichte in einem anderen Video. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video.